Heute mal etwas ganz Spezielles für euch. Und zwar der Toyota CHR als Plug-in-Hybrid. Zum Design habe ich ganz viel zu sagen. Aber zuerst gehen wir in den Innenraum. Auch hier gibt es ganz viel zu besprechen. Fangen wir mal an. Hier links an dem Dekorelement haben wir hier ein Ambientelicht, wie auch hier in der Mitte. Wir haben hier Lüftungsauslöser, die wirken oder aussehen wie Turbinen. Zusätzlich haben wir hier ein automatisches Falllicht. Dahinter können wir elektrischen Kofferraum öffnen. Und da können wir dann noch Klappen für zum Gepäck halten. Weiter geht es zum 12,3 Zoll Touchscreen. Overall kann man hier ziemlich alles anpassen. Aber zum Glück hat auch noch Toyota auch noch ein paar Knöpfe da unten, die man noch drücken kann. Und ich immer einen Vorteil finde, vor allem wenn man am Fahren ist, muss man nicht immer auf den Screen schauen. Da haben wir auch wieder Sitzheizung, Lenkradbeheizung. Die heizt extrem gut. Also vorher, als ich gefahren bin, musste ich sagen, es wird richtig warm. Hier haben wir noch zum selber einparkieren einen Knopf. Dann haben wir hier eine grosse Fläche fürs Handy, wie auch Ladefläche. 2 Cup-Holders. Da haben wir auch wieder Ladefläche. Natürlich, wie man es kennt, hier unten auch. Wenn wir hier aufmachen, hat es auch extrem viel Platz für alles, was man halt braucht. Und was ich ganz cool finde, ist natürlich hier der Spiegel, der auch noch ein Display ist. Overall muss ich sagen, es hat genug Platz, man fühlt sich wohl. Die Sitze sind auch sehr bequem. Ich finde es auch immer cool, wenn es so wirklich so eine Halterung gibt. Gibt auch noch so den sportlichen Effekt. Und bei dem hier haben wir auch noch ein Panoramadach. Gehen wir mal schauen, wie sich ein Passagier auf der Rückbank fühlt. Es fühlt sich an und für sich sehr angenehm an. Es wirkt auch irgendwie mega gross, was man sich nicht so wirklich vorstellt, wenn man das Auto so von außen sieht. Das Panoramadach finde ich natürlich super. Es ist einfach so, es gibt nochmal so einen schönen Vibe dazu, wenn man hier hockt und man muss sich keine Sorgen machen, man ist kein Navigator, weder DJ und kann einfach hier anschauen und das ist schon sehr, sehr schön. Also das Material hier hinten finde ich sehr angenehm, ist das gleiche wie vorne. Und jetzt gehen wir aber mal zum Kofferraum, wenn wir es rausschaffen. Jetzt schauen wir uns mal den Kofferraum im Detail an. Man kann ihn elektrisch, wenn ich den Knopf finde, kann ihn zu fest drücken. So, jetzt geht er elektrisch auf. Dann haben wir hier innen auch noch Platz für das Ladegerät, wie auch hier der Subwoofer für JBL. Platz hat es genug. Wie viel das es genau sind, sagt Toyota selber nicht. Es ist aber um die 350 Liter und wenn man die Vorderbank bzw. die Rückbank runterklappt, sind es um die 1000 Liter. So, jetzt kommen wir zu dem, wo der Toyota CHR am meisten heraussticht, und zwar das Design. Hier oben haben wir einen Spoiler, der dem Ganzen so einen sportlichen Touch gibt. Dann haben wir hier fast durchgezogene LED-Lichter, die vom Toyota CHR-Logo unterbrochen werden und allgemein sehr ein kantiges, sportlicher Look beim Heck. Hier auf der Seite haben wir allgemein sehr ein verspieltes Design. Wir haben hier ganz viele Dreiecke überall wieder, verschiedene Farben. Da haben wir auch so ein geometrisches, artiges Dreieck, das sich da durchzieht bis vorne. Bevor wir aber ganz vorne gehen, gehen wir noch zu den Felgen. Da jetzt Winter ist, haben wir hier 19 Zoll Felgen, im Sommer haben wir hier aber 20 Zoll. Im Gegensatz zum restlichen Design sind die Felgen sehr schlicht. Zu der Front, allgemein das Wort, das mir in den Sinn kommt, ist hässig. Es erinnert mich ein bisschen an ein Pokémon mit diesen durchtrennten Lichtern hier. Und da haben wir einen Piano Black Grill mit einem Gear Badge, durch das das Modell jetzt ein Gear Premier ist. Aber bevor wir fahren, wie weit kommen wir eigentlich? Rein elektrisch kommen wir um die 66 km weit, insgesamt über 650. Also, wir schauen jetzt, wie er sich fahren lässt. Wir haben hier 4 verschiedene Fahrmodi. Custom, Sport, Normal und Eco. Was wir nachher noch ausprobieren, ist, wie die 223 PS reagieren im Sportmodus und wie sich die 7,3 Sekunden Beschleunigung von 0 auf 100 anfühlt. Ein bisschen mehr wie nur angenehm. Reagiert ziemlich gut, reagiert fein, auch die Lenkung reagiert sehr gut. Was ich mega cool finde beim Fahrassistent, dass er gerade reagiert, wenn ich jetzt nicht gut genug lenke. Tut er gerade piepsen oder hilft mir. Was ich immer spannend finde, ist so, merke ich persönlich selber, ob es jetzt Elektro fährt oder der Motor ist. Und ich finde es recht spannend, weil zum Teil hat man das Gefühl, man merkt es, aber es ist auch sehr, sehr, sehr schwierig, bei einem Hybrid, also Plug-in-Hybrid, das wirklich können zu sagen. Aber ich finde es immer sehr, sehr angenehm. Und ich finde die Möglichkeit, man hat auch wirklich das Beste aus beiden Welten. Man hat die Möglichkeit, jetzt sagen wir mal, nur elektrisch fahren für kurze Strecken und genau sein über 60 km. Hat aber auch die Möglichkeit, längere Strecken zu gehen, die dann gesamthaft über 650 km sind. Was mich am Anfang, ich muss sagen, ich kann nicht einschätzen, wie gross das Auto wirklich ist.
weil es wirkt irgendwie klein, wenn man es anschaut, aber wenn man drin hockt, wirkt es dann doch nicht so klein. Das ist auch ein guter Übergang, wenn man jetzt sagt, hey, ich will vielleicht auf ganz elektrisch umsteigen, aber sich noch nicht ganz sicher ist. Finde ich jetzt persönlich, wäre es eine gute Lösung, weil ja, vielleicht haben wir Angst, wir finden keine Ladestation, musst du nicht haben. Du hast ja noch immer noch den Hybridmotor drin. Ich finde das eine super Lösung. So, jetzt kommen wir zum Fazit. Der Toyota CR finde ich ein tiptops Auto. Design eher ein bisschen speziell, finde es aber mit dem Two-Tone mega cool. Der Toyota CR GR Premier startet ab 52'000 Franken. Und, was meinst du, findest du es fair für einen Plug-in-Hybrid?